Herzlich willkommen alle Wellenbrecher, Paddelprofis und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um Whitewater VR. Ja, Whitewater VR habe ich ja schon mal vorgestellt, damals noch als Demo auf Steam und mittlerweile ist das Spiel released worden. Der Entwickler war so freundlich und hat mir mal einen Key zur Verfügung gestellt und deswegen habe ich für euch natürlich noch mal reingeguckt und was sich verändert hat, beziehungsweise welche Maps jetzt zur Verfügung stehen. Das können wir uns dann gleich alles auf meiner Brille anzeigen. Ich war ja damals schon recht begeistert von dem Spiel gewesen. Die Grafik war in Ordnung gewesen und es war halt mal was anderes. Also im Wildwasser fahren mit dem Kajak und das in VR. Super Sache, macht irre Spaß und ist echt lustig. Also, wir sehen uns auf der Brille. Ja, herzlich willkommen im Spiel Whitewater VR. Ich hatte ja schon mal die Demo, wie im Intro schon angekündigt gehabt, gespielt. Ich stelle gerade noch was am Audio-Sound. Musikvolumen machen wir noch ein bisschen runter und den Rest lassen wir so, wie es ist. Ihr seht, jetzt in der Vollversion habe ich jetzt insgesamt 5 Maps zur Verfügung, die ich spielen kann. Alpine Valley, Spring Mountain, Tropical Jungle, Eastern Iceland und Desert Canyon. Ja, und wir fangen mal mit Alpine Valley an. Dort nehmen wir den normalen Freeride. Hier sehen wir auch den Entwickler. Er hat jetzt 1 Minute 26 dafür gebraucht, 21 dafür gebraucht. Und das werden wir nicht schaffen. So viel sei ich schon mal gesagt. Und dann gehen wir mal auf Start. So, ja, es sieht wie gehabt sehr, sehr gut aus. Ich habe mein Paddel. Und mit dem linken Trigger kann ich dann loslegen. Oh, ich werde direkt hier in die Strömung reingezogen. Ja, cool. Komm hier rum. Na komm schon. So, ich nehme das Ganze hier in meinem Urlaub auf. Also das heißt, ich habe hier nicht so viel Platz wie zu Hause. Deswegen, ich hoffe, man sieht nicht, wie der Guardian eingeblendet wird. Oh, kühl. Oh, ich strandet schon. Wow. Ja, sehr cool. Machen wir mal eine kleine Hütte. Berge und sowas, das sieht auch alles sehr cool aus. Wir haben hier ruhige Passagen. Finde ich auch gut. Und Wildwasser. Dann versuchen wir uns mal hier nach vorne zu kämpfen. Wow. Wow. Yeah. Das geht schon ab. Komm schon. Nicht aufsetzen. Also landschaftlich sieht das schon sehr cool aus. Und das ist das Ziel. Ja. Ich glaube, wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Oh, doch, wir haben uns schlecht geschlagen. Okay. Continue. So. Also, das war jetzt Alpine Valley. Jetzt käme Spring Mountain dran. Da spielen wir natürlich auch kurz rein. Schwarzer Bildschirm.
Und wir sind da. Ja, schick. Also, das kennen wir ja praktisch aus der Demo. Das haben wir da schon mal gemacht. Und dann ab geht's. Komm ich dran vorbei? Komm ich dran vorbei? Ja, ich komm dran vorbei. Und... Eieiei. Mir fehlt hier so ein bisschen der Platz tatsächlich, ja, wie eben schon mal gesagt. Ist das mit dem Paddeln jetzt nicht so einfach? Oh ja, hier geht's runter. Ja. Yeah. Das ist schon ziemlich cool. Eisschalen. Oder hinten haben wir das Camp. Hier links dran vorbei. Nein! So, man kann auch immer wieder die Sicht zentrisieren. Mal gerade gucken, wie das geht. Ich weiß gar nicht mehr. Ah, so, genau. Und weil ich setze mich mal gerade ein bisschen auf die Kante von dem Stuhl, weil mir die Armlehnen im Weg sind. So, und jetzt, wenn ich jetzt gerade ausgucke. So. Okay, und Menü wieder aus. Das war über Y. Also das heißt, während des Spiels, wenn ihr merkt, dass ihr eure Sitzposition verändert habt, könnt ihr jederzeit bequem die Ansicht wieder anpassen. Man wird auch so ein bisschen hier, oder was heißt bisschen, die Strömung lenkt einen schon, ne? Mein Gott, das ist echt so klar. Oh, Fische, habt ihr das gesehen? Ja. Oh, enge Passage. Ich sitze hier auf so einem Korbgeflechtstuhl, keine Ahnung, wie man das nennt. Der knarzt ein bisschen. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Und ab dafür. Wow, mit Untertauchen. Ja. Ja, also vom Gefühl her ist es, kommt es natürlich Kajak Mirage VR ziemlich nah. Oder haben viele Gemeinsamkeiten logischerweise. Hier ist halt der Aspekt mit dem Wildwasser und das ist schon ziemlich cool. Also Mirage ist ja mehr so, also ich spiele es ganz gerne. Das ist mehr so der Entspannungspart. Wow, da bin ich ein bisschen abgekommen. So, das ist aber auch nicht schlimm, weil dann tut man einfach den linken Trigger wieder drin und dann kommt man wieder zurück und wow. Ja, dort liegen. Gut, wenn das im echten Leben so leicht geht. So.
das sieht tief aus. Wow. Ah, das geht. Und irgendwie ist mein Kajak so schief. So. Der Fischen ist schon sehr cool. Guckt euch mal den Wasserfall da an. Hier mit der Landschaft, das ist schon nicht schlecht. Also was heißt nicht schlecht, das ist richtig gut. Also am besten spielt ihr das natürlich auf irgendeinem Stuhl ohne Lehnen. Ich habe jetzt hier leider Lehnen, deswegen stoße ich halt immer mal ein bisschen an die Lehnen. Auch eben die Berge da mit dem Schnee und so, das sieht schon alles sehr gut aus. Ja, auch wie die Gischt hier kommt und so, cool. Ja, fehlt eigentlich noch so, man müsste sich eigentlich nur so einen Ventilator vor einen aufbauen. Und dann immer mal einen haben, der mit so einem Zerstäuber ab und zu mal in die Richtung drückt, wo man sitzt. Also ich könnte mir das auch gut für so ein Arcade-Halle, das ist schon das Ziel, vorstellen. Und das Ziel erreicht in einer ganz schrecklichen Zeit. 7 Minuten auf 94 noch. Oh, hier, Phobi, den kennen wir. Phobi war besser als ich. Kann man eigentlich da drin scrollen? Nein, kann man nicht. Okay, das wäre schade, weil ich das ja schon mal gespielt habe. Und natürlich dann gerne mal durchscrollen würde, wo ich dann sonst so gelandet bin im Vergleich. So, die nächste Tour ist Dschungel. Da sehen wir, die ist relativ lang, weil wenn der Entwickler schon 4 Minuten dafür braucht, dann brauchen wir die auch. Und noch länger. So, ich setze ich mal wieder gerade. Wir resetten die View. Okay. So, das sieht schon besser aus. Oh, jetzt habe ich ein gelbes Boot mit grün drin. Ja, cool. Auch der Dschungel sieht ziemlich gut aus. Ja, also was sind die besten Einstellungen, die man hier haben kann? Der Entwickler selber empfiehlt Virtual Desktop. Damit habe ich es auch schon getestet. Und damit holt man tatsächlich am grafisch am meisten raus. Ich spiele es jetzt auf der Brille selber mit Steam Link. Da kann man natürlich weniger Feintuning betreiben. Aber es sieht immer noch sehr gut aus. Wie gesagt, mit Virtual Desktop habe ich es schon probiert. Oh, ja, hier. Oh. Eine Feuchtanbeling. Und wie gesagt, das sah dann noch besser auf der Brille aus.
Ich hatte ein bisschen Probleme mit Aufnahmen. Also ich hatte das halt, wie gesagt, schon einmal aufgenommen. Als ich danach die Aufnahmen geschickt habe, habe ich gesehen, dass ich grafisch gigantisch das Ganze gesehen habe. Aber in der Aufnahme war es tatsächlich grieselig gewesen. Ich weiß nicht, ob mein PC da einfach nicht mehr mitgemacht hat, dass er dann Aufnahme und Spielvisualisierung gleichzeitig nicht gepackt hat. Ja, wie das hier aussieht, ey. Das ist schon sehr cool. Deswegen habe ich jetzt für die Brille die Auflösung etwas runtergeschraubt, dass er da nicht so übertragen muss. Und wie gesagt, ich bin im Urlaub. Ich bin ja so, ich habe hier ein Ferienhaus und mache das Ganze dort über das WLAN. Und ihr wisst, wenn ihr schon mal im Urlaub wart, Ferienhäuser, also hier sind mehrere Ferienhäuser. Ich weiß nicht, ob wir uns alle dasselbe WLAN teilen, was sehr wahrscheinlich ist. Aber das sind halt die Bedingungen, wenn man das Ganze im Urlaub dann macht. Aber gut, ich kann sagen, ich war jetzt nicht nur an der Nordsee, sondern auch in den Alpen, im Dschungel, gleich noch im Desert. Boah, guckt euch da mal hier die Ruine an. Boah, das habe ich nicht aufgepasst. Nein! Ja, genau. Triff nicht den Stein. Guck nicht auf den Elefanten. Das sieht schon sehr cool aus. Oh. Okay. Na. Drehen uns mal wieder. So. Also wie gesagt, optisch überzeugt es mich auf jeden Fall ziemlich. Das ist schon sehr cool. Und auch das mit dem Wildwasser ist schon ziemlich geil. Ja, auch. Nein, nicht querlegen hier. Und halt auch immer die Passagen. Man hat ja immer so ruhige Passagen mit dabei. Und dann halt wieder diese Wildwasserpassagen. Also schön abwechslungsreich. Ach, guck mal da hinten. Seht ihr das schon in der Ferne? Die Schmetterlinge, die bunten. Ja, schön. Ja, alles voll mit Blumen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich selber fahre ja auch Kajak, eher im ruhigeren Gewässer. Und ich habe so einen Wanderkajak. Also das heißt hier mit den Steinen und den Berührungen, die ich die ganze Zeit mache, mein Kajak wäre danach zerstört. Weil ich mir immer mal ein Wildwasserkajak holen wollte, ein kurzes. Wow. Guck mal hier haben wir eine Siedlung. Auch sehr gut gemacht. Eine Blechschnittensiedlung mit einem Dschungel. Und da hinten ist unser Ziel. Und was
Meint er? Mal länger gebraucht als 5 Minuten? Ja. 6 Minuten fast. 49. Auch gar nicht mal so schlecht. Aber wir hüpfen direkt ins nächste. Iceland. Da hat der Entwickler 5 Minuten genau gebraucht. Wird bei uns dann wieder mehr sein. So, ich sitze eigentlich ziemlich mittig. Fahren wir mal los. Auch das sieht sehr gut aus. Gehen wir hier ein bisschen mit in die Strömung. Boah, guckt euch mal hinten die Landschaft an. Und paddeln und paddeln und paddeln und paddeln. Yeah. Oh, da hinten ist Lava. Ach cool, guck mal hier. Kommt vom Vulkan. Da sprudelt die Lava, dampft. Bisschen weit ab vom Kurs. Ah, hier mit den Gesteinsbrocken und also das ist schon echt gut. Yeah. Also die Blütenschüsseln auf der linken Seite. Da ist auch noch ein kleines Bächlein runtergelaufen in den großen wilden Fluss. Na, jetzt kann man so besser sehen. Ich darf nicht so viel da hingucken, sorry. Weil sonst komme ich wieder vom Kurs ab. Wobei die Strömung ist ganz gut gemacht, also sie führt einen auch so ein bisschen. Also man muss nicht ganz halt extrem gegen die Strömung anpaddeln oder sowas. Also so, dass der Spielspaß auch erhalten bleibt. Weil wenn man ganz halt nur am Kämpfen wäre, dann könnte es wahrscheinlich sein, dass man so ein bisschen die Freude dran verliert. Aber so ist das richtig gut ausgewogen. Ja. Schöne Welle über den Bug. Echt cool. Ich würde ja gerne schneller paddeln, aber meine Armlehnen sind im Weg. Na. Oh, hier, guck mal. Saltblöcke. Was ab und zu mal ist, das ist, dass ich ab und zu mal das Tracking ganz kurz verliere und das sieht man vielleicht dann ab und zu mal, oder was ist ab und zu, sieht man vielleicht, wow, wenn das Paddel so auf einmal vor mir auftaucht, dann ist das Tracking mal kurz weg. Das ist aber technisch so das Einzige, ja, wo man halt sagen kann, ja, okay, dass das Tracking mal verloren geht, aber dafür kann der Entwickler im Grunde ja nichts. Und das ist halt auch wirklich nur so für eine Sekunde.
und fällt auch wirklich kaum auf. Wow, wow. Also wie gesagt, von der Grafikeinstellung habe ich es jetzt ein bisschen runter gemacht, damit jetzt die Aufnahme klappt. Man kann das noch höher drehen, aber es ist schon echt sehr gut. Gut, ihr wisst, es gibt noch dieses Zeitfahren, was ich euch schon in der Demo gezeigt habe. Daran hat sich nichts geändert. Ich hatte da vorher auch mal reingeguckt. Will aber das Video natürlich euch so nur die neuen Aspekte zeigen. Ah, guck mal da, ein Frack. Vom Flugzeug, ein abgestürztes Flugzeug. Und bei dem Zeitfahren ist es ja so, ihr habt... also es sind praktisch dieselben Strecken. Und ihr habt dann immer Wegmarken. Guck mal hier. Parkplatz, Campingmobil. Und dann sind wir im Ziel. Was haben wir gesagt, hat der Entwickler gebraucht? Knapp 5 Minuten. Und wir eine Minute länger. Oh. Ich bin ein bisschen stolz. So, das ist jetzt schon die letzte Map, Desert Canyon. Und da gucken wir dann auch direkt rein. Da hat der Entwickler 3 Minuten 35 Sekunden gebraucht. Wir werden dann irgendwas um die 4 Minuten brauchen. Gucken wir uns mal um. Aha, also die Felsen haben schön Glanz. Die Kakteen und alles. Ja, sieht optisch auch sehr ansprechend aus. Dann gehen wir direkt durch die goldene Mitte. Nein, das war unklug. Das war nicht clever. Durch die goldene Mitte. So. Wow. Ja. Ja, ich habe einen Freund, den ihr vielleicht auch, wenn ihr meine Videos öfters gut kennt, den Marki. Und der leidete am Anfang extrem stark an Motion Sickness. Das hat sich mittlerweile bei ihm ein gutes Stück gelegt. Er ist noch nicht so hundertprozentig davon befreit. Aber ihn hat das Kajak-Spielen auch interessiert. Oder die beiden Kajakspiele, nämlich Chiles und das Mirage. Und er hatte beim Wildwasser ein bisschen Angst, dass es da zu Motion Sickness kommen kann. Ich kann da immer wenig zu sagen, weil ich kein Problem damit habe. Mit Motion Sickness. Und von Anfang an nicht gehabt habe. Deswegen merke ich nichts. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn man sitzt ja hier auf dem Stuhl, die Füße stehen fest auf dem Boden, also man weiß ganz Zeit, wo man sich befindet im Raum. Man läuft halt nicht selbst rum. So, auch wenn man mit Stick, also zumindest mir geht das, auch wenn ich mit Stick spiele oder sowas, diverse Schritte macht man ja immer dann in der Realität selbst. Gerade wenn man kurz vor etwas steht, wo man sich bücken will oder sonst irgendwas. Und da wandert man dann schon. Und da kann ich mir das dann schon wesentlich besser vorstellen, dass man da links oder rechts. Gut, die Strömung hat uns die Entscheidung genommen. Kommen wir da rein. Komm schon. Paddeln. Ja. Oh ja. Oh ja. Aber wie gesagt, also ich will jetzt nicht sagen, hier wird keine Motion Sickness machen. Ich glaube, sie wird nicht so stark sein. Aber gut, wenn Marki mal bei mir ist, dann werde ich den das natürlich in das Boot hier reinsetzen und dann muss er mir das mal sagen, wie er sich dabei fühlt, wenn er Wildwasser fährt.
Und dann kann ich dazu ja nochmal so einen kleinen Short machen oder sowas. Ob man dafür anfällig dann, wenn man anfällig ist, das kriegt. Oh, jetzt war ich gerade auf die Landschaft fixiert. Oh, nicht rückwärts. Gut. Ja, komm. Dreh dich. Ja. Knapp an den Kant vorbei. Ach, guck mal, da kommt auch wieder ein Wasserfall runter. Wenn man dann auch hier hochguckt, so langsam paddelt. Jo. Also wenn ich jetzt nicht schon im Urlaub wäre, ich würde sagen, ich bin im Urlaub. Vorbei, ja. Vorbei. Und da ist das Ziel. Also, wenn es jetzt hier nicht die Videoaufnahmen wären, ich könnte das hier ewig spielen. Aber mehr dazu gibt es dann im Fazit. Also wie gesagt, es gibt noch, können wir mal gerade auf irgendwas drauf gehen. Es gibt dann noch hier die Time Attack, den gibt es in mehreren Parten und in mehreren Schwierigkeitsstufen. Und man muss sich dann halt von einem Part auf den anderen durchkämpfen. Also man sieht, der Entwickler ist da tatsächlich immer der Führende. Wobei, da hat er ja länger gebraucht als die anderen. Warum ist er da auf Platz 1? Okay, das verstehe ich nicht. Ich hätte gedacht, die Kürze der Zeit bestimmt ist. Und ja, also wie gesagt, bei diesem Timepart-Fahren habt ihr so Kisten im Wasser. Na komm, ich zeige es euch ganz kurz. Ich mache es jetzt nicht durch, damit ihr einfach versteht, wie es funktioniert. Also hier wird es nochmal gerade erklärt. Ihr habt da 3 Arten von Kisten. Eine mit 5 Sekunden, eine, die euch 10 Sekunden dazu gibt und eine, die euch minus 5 Sekunden dazu gibt. So, und ja, jetzt wird mir dann auch wieder klar, warum da mehr. Zum Beispiel die, kriegen wir die jetzt noch? Ja, die haben wir noch gekriegt. Das ist die nächste. Ja, die haben wir auch. Und da ist das Ziel. Die kriegen wir jetzt nicht mehr. Und ich bin drin. So. Dann kriege ich auf 15 Sekunden, wenn ich durch das Ziel durchgehe. Hier haben wir wieder unsere Kühe. Ja. 5 Sekunden. Da wäre die nächste Kiste und da unten ist das Ziel. Komm. Nein, das lässt er mich hier starten. Ich habe kurz davor. Ja, und meine Zeit ist ab. Ja. Also das Prinzip habt ihr aber verstanden, wie es funktioniert. Und ich hatte das ja schon ein paar Mal gemacht, allerdings mit dem Mountain. Und man wird da auch relativ schnell besser. Und man kommt auch dadurch, weil man ja dann immer sehr erpicht ist, diese Kisten zu kriegen, auch so in dieses Paddle-Feeling gut rein und kriegt ein Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert. Aber den ganzen Rest kriegt ihr jetzt gleich im Fazit. Also bis gleich. Kommen wir zum Fazit. Also das Spiel ist super, es macht irre Spaß und es ist halt mal was anderes. Wir kennen halt Paddeln schon von ruhigem Gewässer, das Ganze jetzt im Wildwasser macht das natürlich rasanter, actionreicher und für die Kondition auch super. Also man kommt ins Schwitzen,
Am Anfang werdet ihr so ein bisschen die Probleme haben, dass ihr erstmal reinkommt in die Physik, in das Ganze, aber das geht eigentlich relativ schnell. Und es fühlt sich auch sehr, sehr dem realen Paddeln nahe an, muss man schon sagen. Die neuen Maps sind super, also sie gefallen mir sehr, sehr gut. Grafisch ist auch alles top, kann man auch nicht meckern. Und wie gesagt, für 19,99 geht der Preis völlig in Ordnung und ist von mir eine klare Empfehlung. Also in diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns. Ich freue mich über jedes Abo, über jedes Kommentar und über jedes Däumchen. Ciao, ciao! Of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said.